Hallihallo, meine lieben Freunde, die sich vom Theater auf der Weltbühne nicht blenden lassen, sondern hinter den Vorhang und die Masken schauen. Ich bin's mal wieder, der Somnidelius Solertius. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich vor kurzem in meinem YouTube Community Hub diese Umfrage gestartet hatte, in der ich euch fragte, ob eurer Meinung nach der Fake-Truther David Icke von König Willem Alexander von Holland oder von Prince Andrew von York gespielt wird. Ja, also ich habe das Ganze gemacht, weil ich in den Arbeiten anderer Actor-Based Reality-Forscher schon beide Lösungen gesehen habe und auch weil beide Lösungen durchaus ihre Berechtigungen haben. Und zwar so stark, dass ich auch selber bei meiner eigenen Prüfung lange gar nicht wusste, welcher der beiden in Frage kommenden Adligen nun wirklich den David Icke spielt. Nun, eure Meinung bei der Abstimmung war: 56% sagen, es ist Prince Andrew, 44% sagen, es ist König Willem Alexander. Ja, ich selber konnte da natürlich nicht mit abstimmen. Bei den abgegebenen 9 Stimmen heißt das 5 Stimmen für Andrew und 4 Stimmen für König Willem Alexander. Und ich glaube, diese knappe Mehrheit hat recht. David Icke wird wohl tatsächlich eher von Prince Andrew gespielt. Ich will euch etwas ausführlicher beide Varianten zeigen, weil ich auch den Eindruck hatte, dass da bei der Umfrage die Bilder jeweils nur sehr klein angezeigt wurden. Also zeige ich euch jetzt für beide Möglichkeiten etwas ausführlicher die Bildvergleiche, mit der Bitte an euch in die Kommentare zu schreiben, zu welcher Möglichkeit ihr eher tendiert. Zu David Icke gleich König Willem Alexander oder zu David Icke gleich Prince Andrew. Ich habe vor der Recherche zu diesem Video auch lange die Meinung vertreten, dass David Icke von König Willem Alexander gespielt wird, weil es da halt auch solch relativ eindeutige Bildvergleiche wie diesen hier gibt. Also das sieht schon wirklich richtig gut aus. Der Mund mit den ganzen Mundfalten und Wangenstrukturen ist hier sehr identisch und auch die Zähne sind auf beiden Seiten jeweils exakt gleich geformt. Aber andererseits lässt sich dasselbe Bild von David Icke auch sauber mit dem Gesicht von Prince Andrew matchen. Das sieht jetzt aber nicht ganz so super gut aus wie der vorherige Bildvergleich zwischen Willem Alexander und David, zumal hier das Zahnschema jetzt nicht ganz so identisch ist auf diesem Bildvergleich zwischen Andrew und David. Aber wartet mal ab, ich zeige euch noch, warum die Entscheidung zwischen den beiden möglichen Adligen hier wirklich etwas schwieriger ist. Dieser Bildvergleich zwischen König Willem Alexander und David Icke sieht wieder ganz gut aus, während sich dasselbe Bild von David Icke mit dem Gesicht von Andrew nicht ganz so toll matchen lässt. Also auch hier scheint Willem Alexander gegenüber Prince Andrew noch der wahrscheinlichere Gewinner im David Icke Frontgesichtsvergleichswettbewerb, aber es zeigt sich, wie wichtig es ist, alle Optionen zu prüfen, denn ich stieß auch auf Frontgesichtsvergleiche zwischen Prince Andrew und David Icke, bei denen vor allem die Augen besser übereinstimmten als bei diesem jetzt gerade neu eingeblendeten Vergleich zwischen Willem Alex und David. Man sieht hier nämlich schon, dass der Willem Alex nicht ganz mit diesen sehr stark ausgeprägten oberen Schrägen von Davids Augenhöhlen mithalten kann. Das sind ja schon fast eher Augenkästen. Der holländische König scheint hier nur zufälligerweise durch seine Schlitzaugen dieselbe Augenform wie David Icke zu haben, aber er hat nicht dieselben kantigen oberen Schrägen an seinen Augenhöhlen. Die oberen Schrägen an den Augenhöhlen sind nämlich eher ein spezifisches Merkmal von Prince Andrew natürlich. Und das sieht man in den folgenden Frontgesichtsvergleichen zwischen Andrew und David Icke. Schaut euch hier mal an, wie schön die Augenhöhlen auf beiden Bildern oben diese kantige Kastenform haben.
Und auch unter den Augen sieht es sehr identisch aus. Ich sehe da jeweils exakt dieselben Augenringe, die in besonders stark ausgeprägte Wangenknochen übergehen. Hier speziell markiert durch die eingekreisten Stellen. Ja, also das ist wirklich so etwas von typisch für Andrews Augenpartie. Auch hier bei diesem Bildvergleich sind wunderbar die identischen Augenhöhlen zu erkennen und auch der Mund passt sehr gut. Man sieht hier wie bei David Icke diese dicken Lippen irgendwie künstlich aufgeklebt oder aufgemalt wurden. Also das ist auch so ein fieser Trick, auf den ich erst reingefallen bin, muss ich zugeben, denn ich dachte erst, nee, Andrew kann das doch nicht sein, weil der hat ja einen viel schmaleren Mund als David Icke, aber Pustekuchen. Also man sieht hier schon dieselbe Mundlinie, aber die dickeren Lippen im Gesicht von David Icke sind irgendwie künstlich. Allgemein wird hier sehr schön deutlich, wie diese gesichtsverzerrende Aura, die bei David Icke durch die extremen Knochenformen im Gesicht entsteht, bei Prince Andrew ihren Ursprung hat. Und genau diese gesichtsverzerrende Aura zieht sich auch auf diesem Bildvergleich durch und auch auf diesem hier. Und auch auf diesem hier. Aber die Sache bleibt trotzdem echt verwirrend. Denn wenn wir uns jetzt nochmal ein paar weitere Bildvergleiche zwischen König Willem Alexander und David Icke anschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel, dass auch das hier sehr gut passt. Da ist der David Icke noch ein bisschen jünger und für mich sieht das nach einem absolut sauberen Bildvergleich aus. Dieser weitere Bildvergleich sieht aber nur auf den ersten Blick gut aus. Bei einem etwas genauerem Hinschauen fällt mir nämlich auf, dass die Unterschiede bei den Augen doch etwas zu groß sind. Man sieht zwar, dass König Willem Alexander nun doch ebenfalls starke Schrägen an den oberen Augenhöhlen hat, aber die haben eine andere Form als die typischen Augenhöhlen von Andrew, die ich vor allem schon in diesem Bildvergleich hier festgehalten habe. Hier sehen nun die Augen von König Willem Alexander und David Icke wieder sehr identisch aus, also es springt hin und her, ihr merkt das schon. Während mir hier bei diesem Bildvergleich doch wieder zu stark der Unterschied in der Form der oberen Schräge bei den Augenhöhlen auffällt, also wie ich das schon vor etwa einer halben Minute an dem anderen Bildvergleich beschrieben habe. Nun, ihr habt jetzt sicherlich gemerkt, dass diese Entscheidung, ob David Icke jetzt von König Willem Alexander oder von Prince Andrew gespielt wird, ein ganz enges Tauziehen ist, bei denen beide Seiten ihre Stärken haben. Und wenn eine Entscheidung so eine enge Kiste ist, dann denkt man sich ja immer, dass man die Entscheidung final über einen Ohrenvergleich treffen kann. Ja, ich habe das hier schon an König Willem Alexander versucht und dabei ist ein super Ohrenvergleich rausgekommen, den ihr schon die ganze Zeit lang eingeblendet seht. Die inneren Ohrmuscheln von König Willem Alexander sind mit denen von David Icke identisch und sogar die äußere Form der Ohrläppchen ist bei den beiden identisch. Das Problem, wegen dem es aber trotzdem noch kurz spannend bleibt, ist aber auch Prinz Andrews innere Ohrmuscheln und äußere Ohrläppchen sind stark identisch mit denen von David Icke. Aber ich habe dann doch entschieden, dass Prince Andrew dieses enge Tauziehen knapp gewonnen hat
Und zwar vor allem auf folgender Grundlage: Seine signifikanten, typischen Schrägen am oberen Teil seines Augenhöhlenkastens passen besser zu diesem typisch verzerrten Gesichtsausdruck von David Icke als die Augenhöhlenschrägen von Willem Alexander. Und auch weil meiner Intuition nach das Gesicht von Andrew dieses Gespenster-Heuschrecken-Knochengewölbe im Gesicht von David Icke von der Aura her besser wiedergibt. Und erinnern wir uns auch noch mal daran, wie David Icke und Prince Andrew unter ihren Augen jeweils exakt dieselben Augenringe haben, die bei beiden auf exakt gleiche Weise in die ebenfalls identischen Wangenknochen übergehen. Also dieser identische Knochenbau im Gesicht kann nur schwer Zufall sein. Als letzte Begründung meiner Sichtweise will ich noch zeigen, dass sich David Icke mit einer anderen Fake-Identität crossmatchen lässt, die ich bereits als Prince Andrew aufgedeckt habe, nämlich mit Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Wow! Vergleicht hier mal die Augenpartie und den Mund. Ja, das ist echt ein sauberes Match. Aber auch saubere Matches können manchmal falsch sein. Das beziehe ich jetzt nicht auf dieses Match zwischen Prince Andrew und Viktor Orbán. Aber ich zeigte euch ja zum Beispiel auch mehrere saubere Matches oder scheinbar saubere Matches zwischen König Willem Alexander und David Icke, obwohl ich der Meinung bin, dass David Icke von Prince Andrew gespielt wird. Also das sollte auch so ein bisschen eine Message in diesem Video sein, dass man da aufpassen muss. Aber, um meinen persönlichen abschließenden Beweis noch zu Ende zu bringen, muss ich jetzt natürlich noch ein Match zwischen Viktor Orbán und Prince Andrew zeigen. Bitte sehr. Und ich setze hier sogar noch den Ehefrauenvergleich obendrauf. Anniko Levahi, die Gattin von Viktor Orbán, wird von Sarah Ferguson gespielt. Also zufälligerweise von der Gattin von Prince Andrew. Für alle, denen ich das noch tiefer beweisen muss, hier die Originalquellen für die Bilder des letzten Ehefrauenvergleiches. Damit könnt ihr alles selber nachgoogeln. Auf jeden Fall wird Viktor Orbán von Prince Andrew gespielt und Viktor lässt sich meiner Meinung nach sehr gut mit David Icke matchen. Damit wäre ich dann jetzt auch am Ende meiner Ausführungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, ob in diesem schwierigen Fall Prince Andrew oder König Willem Alexander von Holland hinter dem Fake-Truther David Icke steckt. Nennt mir eure Argumente. Ihr habt für beide möglichen Aufdeckungen die Bilder jetzt etwas genauer gesehen. Tschüss, euer Somnidelius Solertius.